bin seit 2023 Schülerin an der Web-Individualschule. Heute möchte ich über Online-Bildung oder E-Learning sprechen. Ich habe dieses Thema wegen den Vorurteilen gewählt, die die Deutschen gegenüber der Online-Schule im Gegensatz zu der traditionellen Schulbildung haben. Außerdem möchte ich die Menschen darüber informieren, was Online-Bildung so beliebt macht und welche Vor- und Nachteile es gibt. Bevor ich fortfahre, möchte ich erklären, was E-Learning ist, welchen Unterschied es zwischen Online-Bildung und Online-Kursen gibt und schließlich den Unterschied zwischen Online-Schule und Homeschool. E-Learning, auch bekannt als Fernunterricht, bezieht sich auf Unterrichtsmaterial aus dem Internet oder Unterricht über das Internet. Es ermöglicht den Schülern und Studenten, aus entfernten Orten Kurse zu belegen und Abschlüsse zu bekommen, ohne dass sie auf der Schule oder auf dem Campus anwesend sein müssen. Während Online-Bildung ein allgemeiner Begriff für Online-Kurse und Online-Schule ist, folgt der Online-Schulunterricht einem bestimmten Lehrplan. Online-Kurse sind einfach Kurse bzw. Lektionen zu einem beliebigen Thema, zum Beispiel Kunst, Mathematik oder Musikkurse. Aber was ist der Unterschied zwischen Online-Schule und Homeschooling? Homeschooling heißt auf Deutsch eigentlich Freilernen. Dabei gibt es keinen festen Lehrplan, nach dem die Schüler lernen, sondern es richtet sich nach den Interessen der Schüler und muss nicht notwendigerweise online sein. Zum Beispiel gehört zum Homeschooling auch ein Ausflug in ein Museum oder ein Buch über den Zweiten Weltkrieg zu lesen. In den letzten 2 Jahren habe ich eine Mischung aus Online-Schule und Homeschooling gemacht. In der Web-Individualschule habe ich täglich 20 Minuten Einzelunterricht mit meinem Lehrer und mache danach Hausaufgaben. Den Rest des Tages tue ich Dinge, die mich interessieren, zum Beispiel Chinesisch und Englisch in Online-Kursen lernen, am Kindercollege teilnehmen, programmieren, an Workshops in Museen teilnehmen, lesen und viele andere schöne Dinge. Ich mache Online-Schule und Homeschooling, weil die traditionelle Schule nicht in der Lage ist, individuelle Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterrichten. Ich brauche zum Beispiel die Freiheit, die Fächer und Themen zu wählen, die mich interessieren und nicht nur das zu akzeptieren, was meine Lehrer sagen. Eine gute Beziehung zu meinem Lehrer ist mir auch sehr wichtig. In meinem ersten Schuljahr war ich oft krank, was an der Beziehung zwischen den Lehrern und den Schülern lag, an den vielen Wiederholungen und so weiter. Ich hatte keine Energie mehr für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel nach draußen zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen. Deswegen war ich nächstes Jahr für das komplette Schuljahr krankgeschrieben und habe gemeinsam mit meinen Eltern beschlossen, dass ich in dieser Zeit Homeschooling mache. Erst am Ende des Jahres hat sich das Schulamt um das Thema gekümmert und wir haben vereinbart, im nächsten Jahr Hausunterricht zu machen. In meinem 3. Schuljahr hat die Grundschule dann 3 Stunden pro Woche Hausunterricht gemacht, um die Schulpflicht zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen auch meine Eltern und ich, die Web-Individualschule zu besuchen. Obwohl die Grundschule eigentlich nicht unterrichtet hat, hat sie sich überall eingemischt und mir viele Steine in den Weg gelegt. Jetzt möchte ich über die Beliebtheit der Online-Bildung sprechen. Online-Bildung ist der am schnellsten wachsende Markt in der Bildungsbranche. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist er um 900% gewachsen. Weltweit nutzen 49% der Schüler irgendeine Form des E-Learning. Das ist nicht verwunderlich, denn es gibt für jeden einen Kurs, egal ob man einen Abschluss anstrebt oder nur als Hobby lernen möchte. In den Jahren 2021-2022 gab es in den Vereinigten Staaten etwa 3,1 Millionen Heimschüler. Das entspricht etwa 6% der Kinder in schulpflichtigem Alter.
Was macht E-Learning also so beliebt? Nummer 1. Zugänglichkeit und Flexibilität. Einer der wichtigsten Vorteile von Online-Kursen ist die Zugänglichkeit und Flexibilität. Es gibt beim Online-Lernen keine geografischen Einschränkungen, sodass Schüler aus der ganzen Welt unabhängig von ihrem Standort Zugang zu hochwertiger Bildung haben. In meinem Fall lebt meine Online-Chinesischlehrerin in China und mein Online-Englischlehrer in Sri Lanka. Wenn ich nach China oder Sri Lanka reisen müsste, wäre es für mich unmöglich, bei diesen kompetenten Lehrern zu lernen. So haben die Schüler Zugang zu vielen Kursen, die von Experten aus der ganzen Welt angeboten werden. Darüber hinaus bietet das Online-Lernen Flexibilität. Die Schüler können nach Belieben auf Kursmaterialien, Vorlesungen und Aufgaben zugreifen und so ihre Bildung mit Arbeit, Familie und anderen Aktivitäten abstimmen. Aufgrund des jetzigen Gesetzes in Deutschland ist dies jedoch nicht möglich, da die Schüler verpflichtet sind, persönlich am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Die Flexibilität des Online-Lernens unterstützt auch unterschiedliche Lernstile und Lerngeschwindigkeiten, indem sie denjenigen entgegenkommt, die mehr Zeit brauchen, um Konzepte zu erfassen, und denjenigen, die den Stoff schneller durcharbeiten können. Mit anderen Worten, die Schüler können schwierige Themen wiederholen, bereits beherrschten Stoff überspringen und sich mit interaktiven Inhalten beschäftigen, die das Verständnis verbessern, sodass sie in ihrem eigenen Tempo lernen können. Stattdessen neigt die Regelschule dazu, nach dem Motto „eine Größe passt für alle“ zu verfahren, weil es fast unmöglich ist, ein Klassenzimmer voller Schüler zu verwalten. Nummer 2. Persönliche Interaktion. Das größte Missverständnis beim Online-Lernen ist, dass es keine Interaktion gibt. Die Wahrheit ist, dass die Lehrkräfte direkt vor den Schülern sitzen und dass sie individuell mit ihnen interagieren können. In Online-Kursen werden andere Ressourcen wie Videotools und virtuelle Tafeln eingesetzt, um den Schülern zu helfen, besser zu kommunizieren, zu diskutieren und zu brainstormen. Nummer 3. Bessere Technologie. Dank der heutigen Technologie wird durch die Integration von Multimedia-Elementen und kollaborativen Tools in Online-Kursen das Lernen von einer passiven in eine aktive Erfahrung umgewandelt, was das Lernen interessanter, angenehmer und effektiver macht. Nummer 4. Kosten. Der letzte Punkt sind die Kosten, denn Online-Kurse sind günstiger als Präsenzkurse. Die Schüler können Geld für den Transport, die Unterbringung und andere Ausgaben sparen, die mit der Teilnahme an Präsenzkursen verbunden sind. Nun, da wir uns damit beschäftigt haben, was Online-Lernen ist, werden wir zur Online-Schule und Homeschooling übergehen. Warum sind die Leute hier so skeptisch? Für die meisten Menschen ist es unvorstellbar, dass bessere Ergebnisse erzielt werden können, wenn man die Bildung den Eltern oder den Kindern selbst überlässt und dass diese zu Hause unterrichteten Kinder angeblich über schlechte soziale Fähigkeiten und keine soziale Interaktion verfügen. Die wissenschaftliche Bewertung beweist jedoch das Gegenteil. Laut dem European Council for High Ability, ECHA-News aus dem Jahr 2020 heißt es: In den Vereinigten Staaten ist Homeschooling eine Massenbewegung. Etwa 15 Millionen Kinder lernen zu Hause. Diese Art der Beschulung wird vom Staat vorsichtig begleitet. Der Staat unterstützt, er berät die Eltern, er prüft das Wissen und er führt Abschlusstests durch. Außerdem werden unabhängige Institute beauftragt, die nicht nur Wissen und Fähigkeiten, sondern auch die soziale Entwicklung der Kinder überwachen. Heike Mellers-Geiger hat im Jahr 2020 gerade 30 dieser Studien ausgewertet. Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt keine Benachteiligung von Kindern, die zu Hause gelernt haben. Vielmehr sind die durchschnittlichen Noten besser
ihr Sozialverhalten ist besser und sie weisen keine Defizite auf. Um es noch einmal zu sagen, dies sind Studien, die der Staat selbst in Auftrag gegeben hat. Es wurden Kinder aus allen Gesellschaftsschichten untersucht, alle Wissensbereiche und auch das Sozialverhalten. Warum ist dies so? Die Beteiligung der Eltern ist für den Unterricht zu Hause von entscheidender Bedeutung, da sie die Möglichkeiten für die Mitwirkung an der Bildung ihrer Kinder haben. Sie haben mehr Kontrolle über die Bildung ihres Kindes, da sie sich mit den Lehrern der Online-Schule beraten und bei Bedarf Anwesenheit, Fortschritte und Verständnis überwachen können. Es existiert auch ein sicheres Lernumfeld, da die Eltern sicherstellen können, dass ihre Kinder in einer sicheren und geschützten Lernatmosphäre ohne Mobbing, Ablenkung und Druck durch andere Schüler lernen. In den Echa-News aus dem November 2006 heißt es außerdem: Vor einigen Jahren fiel amerikanischen Universitätsangestellten auf, dass Kinder, die zu Hause unterrichtet wurden, bessere akademische Ergebnisse erzielten und motivierter waren als Kinder, die zur Schule gegangen waren. Viele Universitäten, darunter Harvard und Yale, haben deshalb gezielte Maßnahmen ergriffen, um Homeschooler aktiv anzuziehen. Es wurde auch berichtet, dass zu Hause unterrichtete Kinder nachweislich nicht weniger soziale Fähigkeiten haben als Kinder, die zur Schule gegangen sind. Mehrere Studien zeigen, dass zu Hause unterrichtete Kinder im Durchschnitt sozial kompetenter und reifer sind als Schulkinder. Als Erwachsene geben sie an, mehr Einfluss auf ihre Umgebung und ihr Leben zu haben, und sie haben ein aktiveres Sozialleben als Erwachsene, die zur Schule gegangen sind. Wenn Online-Lernen oder Homeschooling also so gut ist, ist es dann für jeden geeignet? Meiner Erfahrung nach kann das E-Learning eine gute Ausbildung bieten, auch wenn es in einigen Bereichen, wie zum Beispiel beim Musikunterricht, einige Defizite gibt. Obwohl die Technologie heutzutage sehr fortschrittlich ist, muss zum Beispiel die Geschwindigkeit der Datenübertragung noch verbessert werden, um Videointeraktion in Echtzeit zu ermöglichen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Online-Ukulelenstunde ausprobiert, aber der Ton war etwas verzögert, was das gemeinsame Spielen erschwerte und nicht so schön machte, wie es sein könnte. Deswegen mache ich Ukulelen- und Klavierunterricht lieber im Präsenzunterricht. Auch wenn Homeschooling für mich ein sehr wichtiger Bestandteil in meiner Bildung ist, würde ich es nicht jedem empfehlen, da Homeschooling zum Beispiel Eigenmotivation aufgrund der Flexibilität, die es mit sich bringt, erfordert. Das Engagement der Eltern spielt ebenso eine wichtige Rolle beim Homeschooling, da sie die Schüler aktiv anleiten und überwachen. Homeschooling ist nicht für Kinder geeignet, die soziale Lerner sind. Einer meiner besten Freunde zum Beispiel genießt die Interaktion in einer persönlichen Umgebung. Wenn sie von Lehrern und Gleichaltrigen umgeben sind, sind einige Schüler motivierter, ihre Aufgaben zu erledigen. Von der Regelschule, der Online-Schule und Homeschooling passt Homeschooling am besten zu mir, da ich das Thema entsprechend meinen Interessen mit meiner Lerngeschwindigkeit lernen kann, so dass ich mehr über meine eigene Bildung entscheiden kann. Wegen der Freiheit und Flexibilität kann ich entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache, welche Themen ich lerne, wann ich Unterricht habe und wie oft ich zum Beispiel Unterricht habe. Da meine Eltern mich dabei unterstützen, habe ich ein großes Angebot an Aktivitäten und Kursen zur Verfügung, die ich ausprobieren kann. Genauso wie Homeschooling nicht für jeden geeignet ist, sind auch die Regelschulen nicht für jeden geeignet. Sie sollten deshalb nicht zur Pflicht gemacht werden. Beide Schulformen sollten zur Verfügung stehen und die Schüler sollten die Freiheit haben, die für sie geeignete Schulform zu wählen und nicht gezwungen werden. Vielen Dank.